Geil. Ist das verrückt? Geil, geil, geil. So sieht's aus. Wahnsinn, oder? Es sieht echt. Und damit haben wir eine 5 Kilo Rolle, die ich mir jetzt auf meine Seite tue. Das letzte Stück und damit ja meine letzten Reste von der 5 Kilo Sushi-Rolle. Bin mal gespannt. Ich könnt ja gerne mal reinschreiben, was so ein bisschen denkt. Respekt was anpacken, aber... Oh Gott, ich sehe die Zahl schon. 2,612, also 2,6 Kilo Reste. Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück auf Big M TV und einem neuen Video. Wir sind gerade zurückgekommen von der 10 Kilo 1000 Euro XXL Sushi Rolle mit meinem Bruder The Genetic One. Hier sind die letzten Überreste drin. Schaut euch das Video ganz gerne mal an, dann wisst ihr wieso, weshalb, warum. Auf jeden Fall wird jetzt hier abgeschlossen und was natürlich nie ist, es wird niemals was weggeschmissen. Aber so viel sei schon mal gesagt, 2,5 Kilo Sushi, das wartet jetzt noch auf uns. Eingepackt, abgewogen und damit ready zum Verzehren. Ich mache mich jetzt auf, meinen 5 Kilo Rekord zu erweitern und damit weitere 2,5 Kilo Sushi zu essen. Ob wir das Ganze schaffen, ob sich die wirklich 250 Euro lohnen, die hier jetzt noch drin sind, mit Blattgold und Co. Das werden wir jetzt sehen. Ich wünsche uns allen viel Spaß, guten Hunger. Ab ins Zimmer, let's go. So, ihr seht, es ist angerichtet. Wir haben uns tatsächlich auch noch 3 Mochis mitgeben lassen. Gab es natürlich vorhin auch zum Nachtisch und dementsprechend noch Sojasauce mitgeben. Ich sag mal ein Stäbchen und diesmal werde ich definitiv die Handschuhe anziehen, denn die hätte ich vorhin auch gut gebrauchen können. So viel sei dafür gesagt. Jetzt kippen wir das Ganze mal aus und schauen, ob die 2,5 Kilo Sushi-Rolle, ich sag mal ein Viertel von dem Ganzen noch auch hier schön reingepasst und dementsprechend noch ganz geblieben ist. Kippen wir einmal um. Und dann schauen wir mal. Wir nehmen den Deckel mal weg. Und dann schauen wir mal, ob wir das Ganze auch besser rauskriegen als gedacht. Besser rauskriegen als gedacht. Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also hat man gut hier reinbekommen. 2,5 Kilo Sushi-Rolle, so sieht's aus. Und es sieht einfach wieder nach einem richtig krassen Spektakel aus. Ne? Es sieht einfach wieder nach einem richtig krassen Spektakel aus. Behälter weg. Wir können sie ja mal wieder so nach vorne drehen. So sieht sie wieder aus. Und fast wieder so, so schön und krass wie eben. Nur, dass es keine 10 Kilo mehr sind, sondern in Anführungsstrichen die, ich sag mal, 2,5 Kilo jetzt noch. Und damit machen wir uns fertig. Diesmal, es ist schon fast wieder zu spät, ziehe ich die Handschuhe an. Damit ist alles angerichtet. Wir haben uns auch noch schön ein bisschen Sojasauce mitgeben lassen. Wir haben uns ein Feuchttuch mitgeben lassen. Wir haben uns Stäbchen mitgeben lassen. Wir haben noch Blattgold oben mit drauf. Wie gesagt, 250 Euro ist jetzt sozusagen das Stück, was jetzt noch vor uns liegt, weil die ganze ja 1000 Euro gekostet haben. Ihr seht, ein paar Mochis für den Nachtisch sind schon da. Also auch das, obwohl wir ja ordentlich Nachtisch vorhin schon geschneckt haben. Und damit würde ich sagen, schauen wir einfach mal, wie lange wir brauchen für die 250 Euro 2,5 Kilo Sushi-Rolle mit Blattgold, Karat und Co. Ich wünsche uns allen guten Hunger, viel Spaß. Let's go! So, und dann würde ich sagen, ich mache die Taktik wie vorhin. Wir werden jetzt von oben nach unten uns einfach weiterkämpfen. Nehmen mal hier wieder was von dem schönen Blattgold ab. Und dann gehen wir rein da. Ei, Sesam geht schon raus. Ich bin mal gespannt, ob sie immer noch so frisch ist wie vorhin am Anfang. Rein geht's. Boah. Das war tatsächlich vorhin eines meiner Lieblingsstücke mit dem Frischkäse. Ist auch ganz geil. In dem Video können wir jetzt nochmal vielleicht nochmal separat auf die einzelnen Zutaten eingehen, die ich vorhin vielleicht weniger drin hatte, beziehungsweise ich sag mal weniger noch im Video zeigen konnte als im Livestream. Aber ihr seht, hier jetzt so eine frische Lage mit richtig, richtig geilem Frischkäse. Geil. Das Einzige, was ich jetzt schon merke, vielleicht hört man es, vielleicht sieht man es auch schon, ich habe natürlich schon aufgrund, ich sag mal, von 5 Kilo Sushi so viel Salz, was schon damit inkam. Insgesamt hat die Rolle ja 20.000 Kalorien circa gehabt. Und dementsprechend merke ich natürlich schon, dass mein Mund was trockener ist. Habe eine kleine Wasserflasche in Anführungsstrichen schon hier neben. Das kann deswegen sein, dass ich irgendwie vielleicht nicht mehr kann, weil ich nicht mehr kauen kann. Oder einfach die Zeit mir zu lange wird. Aber wir schauen mal, was geht. Was auf jeden Fall geht, ist der Frischkäse. Und definitiv wahrscheinlich brauchen wir jetzt schon die Sojasauce. Auch wenn es natürlich immer durstiger macht. Gib mir die Sojasauce. Also ich komme mir gerade wirklich so vor, als ob ich jetzt hier für 250 Euro Sushi bestellt habe nach Hause. Nur halt im XXL-Format. Und ich sag mal, außergewöhnlicher Denier. Also ich glaube, so stellt sich doch jeder den Traum von einem geilen Zuhause
oder Abend vor. Ihr habt meinen Fernseher vor mir, ich habe jetzt euch im Livestream, ich habe jetzt euch hier im Video, wie man sich zu Hause einen geilen Sushi-Abend vorstellt. Gechillt, entspannt, Nachtisch ist parat, Sojasauce ist parat. Leute sind parat, man hat Spaß, man hat guten Hunger, man lässt es sich weiter schmecken, meine Lieben. Auf jeden Fall sehen wir hier noch ordentlich, ich sag mal, Toppings, jetzt wie auch hier Rucola. Könnt ihr auch gerne, wie jetzt auch im letzten Video, mal schreiben, was eure, ich sag mal, Lieblings-Sushi-Rolle ist, was vielleicht euer Liebling-Topping ist. Meins, seht ihr hier, kommt am Ende ganz unten in der Mitte, das gehe ich jetzt von oben nach oben, Lachs, Avocado und dementsprechend auch noch ein bisschen Thunfisch, das hat mir vorhin mit am besten geschmeckt, komme ich nachher zu. Und ja, jetzt hier Rucola ein bisschen noch mit Sojasauce. Was man definitiv sagen kann, ist, sie ist jetzt so knappe 2 Stunden, diese Sushi-Rolle jetzt von Transport mit Abbau, mit Aufbau wieder, ich sag mal so jetzt in der Haltebox gewesen und hat vom Geschmack überhaupt nichts verloren. Im Gegenteil, immer noch frisch, immer noch warm und das ist natürlich der Vorteil, ich sag mal jetzt, wenn wir eine Fleisch-Challenge machen, wenn wir irgendwas anderes aufnehmen, natürlich, dass wir jetzt hier eine Speise haben, ein Produkt haben, ein Gericht haben, was dementsprechend jetzt unabhängig von der Temperatur, von der Zeit, also jetzt größtenteils, ich sag mal, keine großen Unterschiede gemacht, geschmacklich top. Also, ihr seht's, wir haben noch viele Toppings vor uns, wir werden weiter reingehen, mal schauen, wie lange wir brauchen, ob wir das Ganze schaffen. Und wie mein Fazit dazu ausfällt, ob sich das Ganze lohnt, auch für 250 € Sushi nach Hause zu bestellen. Oh, da seht ihr, fällt schon die nächste Rolle um. Zitrone, ich sehe schon hier, Omelette, alles parat. Meine Lieben, bevor es zu wild wird hier, rein geht's in die XXL 250 € Sushi-Rolle. ...15 Minuten sind wir bereits dran. Wie ihr seht, haben die Uhr ein bisschen umgestellt. Und ihr seht, die Sushi-Rolle ist schon was kleiner geworden. Ich weiß nicht, ob wir schon 1 Kilo geschafft haben. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen, wobei das Auge täuscht hoffentlich. Aber was ich jetzt schon merke, Halleluja, ich habe es komplett unterschätzt, wie trocken, wie salzig, wie durstig doch, ich sag mal schon, mein Körper ist. Also das merke ich schon, dass ich mal so ein Verlangen gerade habe nach Wasser, nach Durst, nach wirklich, jetzt habe ich auch was Spicyes erwischt. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall merke ich, Durst kickt rein. Sushi-Kick rein und dementsprechend auch so langsam meine Hitze. Langsam wird mir warm, nicht nur im Mund, sondern auch vom Körper her. Aber es schmeckt immer noch krass. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir hatten ja auch heute Mittag viele verschiedene Soßen. Bei mir bleibt weiterhin der Favorite Sushi mit Soja. Auch wenn es umso salziger ist, hat für mich einfach den krassesten Geschmack. Lieblingstopping, ich glaube Lachs Avocado kommt am Ende. Und was wir auch mal überlegt haben, die Idee ist von uns im Team gekommen, jetzt habe ich auch mit dem Livestream mal gequatscht. Wir wollen in Zukunft, ich sag mal, einen Kanal Big M Cooks errichten, wo ich quasi selber mit euch Bock habe, solche XXL-Varianten, die es vielleicht mal nicht im Restaurant gibt oder die man selbst gut mal zu Hause machen kann, wie eine XXL-Lasagne, wie ich sag mal ein XXL-Milchreis, XXL habe ich vorhin gelesen, Auflauf, wir zu Hause machen und das Ganze bekommt ihr als Insights natürlich mit, wie so XXL-Gerichte entstehen, was die Problematiken sind, wie das Ganze aussieht, was wir sonst ja nie als Aufnahmen mitmachen können, entweder weil wir vorab das Ganze vorbereitet werden muss von der Küche, Restaurant oder dementsprechend gar nicht erst dürfen in der Küche. Und da könnt ihr gerne mal euer Feedback in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock darauf habt, was eure Gerichte wären, die ihr vorschlagen würdet, die wir zu Hause mal machen sollen. Und dann würden wir das quasi Ganze auf dem Kanal kochen und auf dem anderen Kanal, wie jetzt hier, ich sag mal, essen und testen und dementsprechend natürlich auch andere Creator einladen, mit denen wir kochen können, für die wir kochen können. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare, haben wir Bock drauf, neues Projekt anzugehen, Big M Cooks und dementsprechend, bevor wir anfangen zu kochen, muss ich erstmal die Sushi-Rolle aufessen, da sind wir schon beim Stichwort. Es ist weiterhin salzig und macht durstig. Aber noch ein bisschen ist vor uns. Knappe halbe Stunde angebrochen und immer ist noch ein bisschen da. Also es wird immer krasser. Also jetzt auch bei knapp 7,5 Kilo Sushi, ich merke es immer krasser, wie trockener der Mund wird, wie mehr, ich sag mal, man auf Deutsch ein Pappmaul bekommt. Ich gleichzeitig, ich sag mal, immer wieder was trinken muss. Der Reis natürlich immer klebriger wird, vom Magen her gar kein Thema, aber einfach im Mund diese, ich sag mal, diese Masse, die man hat, kein Speichel groß mehr, es ist alles trocken. Obwohl der Geschmack halt da ist, aber dieses Kauen fällt halt immer schwieriger. Finde ich faszinierend. Wie gesagt, finde sowas interessant, einfach auch persönlich und einfach auch, ich sag mal, geil, dass wieder nichts verschwendet wird. Das Team hat, wie gesagt, alles frisch heute Mittag noch dann bekommen. Fand ich auch noch mal geiler. Da habe ich gesagt, wisst ihr was, packt das mit. Und es hat sich definitiv gelohnt. Wobei ich auch schon sagen muss, ich habe ja hier noch 3 Mochis mitgehen lassen. Und dementsprechend schiele ich natürlich schon auf den süßen kleinen Nachtisch, der natürlich ein bisschen kleiner ausfällt wie zuletzt. Aber er ist trotzdem da. Er gibt trotzdem Motivation und so dementsprechend natürlich auch für die letzten, hoffentlich
ordentlich Minuten, auch wenn es immer länger dauert. Aber ich kämpfe so langsam daran, zu meinen Favorites Avocado-Lachs zu kommen. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen Thunfisch da und da snacken, denn da bin ich gar kein Fan von. Wie gesagt, schreibt gerne mal rein, was euer Lieblings-Favorite-Topping ist. Thunfisch bin ich da jetzt nicht so der Fan. Bei mir kommt es gleich am Ende. Lachs, Avocado, Thunfisch. Das ist mein Ziel, bevor die Mochis kommen. Also meine Lieben, ich würde sagen, rein geht's in das letzte Stück mit ein bisschen Thunfisch, Avocado, Sushi, Sesam und natürlich, was nicht fehlen darf, ein bisschen Sojasauce für den Geschmack, für das extra Portion Salz. Viele von euch haben gerade geschrieben, ich glaube 100 bis 200 Gramm Salz ist das, was wir jetzt heute gegessen haben. Oh. Und damit haben wir jetzt auch in unter 40 Minuten nochmal die letzten 2,5 Kilo von der 10 Kilo XXL Sushi-Rolle gegessen, nachdem, ich sag mal, mein Bruder etwas übrig gelassen hat, circa die Hälfte, und damit jetzt nichts übergelassen und damit 1000 Euro tatsächlich Sushi zusammen den ganzen Tag gegessen. Und damit kommen diese kleinen Stäbchen, die wir mitbekommen haben, doch nochmal zum Einsatz, gehen in unsere kleinen Mochis rein. Diesmal machen wir es so, wir haben sie auch heute Mittag getestet, von, ich sag mal, lecker zu noch leckerer zu am besten. Dragonfruit. Mit so einer schönen Creme drin. Ne? Geht immer besser. Zum Beispiel hier mit Mango. Die hatten wir vorhin auch heute Mittag. Die schmecken schon mal so ein bisschen besser. Ist richtig, also wenn sie aus dem Kühlschrank kommen, sind sie noch geiler, weil dann sind sie so richtig kalt, so gehören sie für mich auch dahin. Wir hatten sie jetzt, wie gesagt, auch hier ein paar Minuten, ein paar Stunden mit, ich sag mal, unterwegs. Aber das Geilste kommt jetzt. Und das ist safe für mich Kokos Vanille. Boah. Also vor allem der Kokosgeschmack ist krass. Und dann hier drin die Creme. Also Leute, Retalk, Kokos Mochi Vanille, absoluter Burner von Inji. Kann ich nicht anders sagen. Der schmeckt zu krass. Letztes Stück auch damit. Und damit haben wir erfolgreich auch die zweite Challenge, ich sag mal, am heutigen Tag geschafft. Auch wenn es natürlich keine Challenge war. Aber alles aufgegessen. 1000 Euro Sushi, da ist nichts von übrig geblieben. Nicht ein einzelner Euro. Und dementsprechend hat es mir gut geschmeckt, meinem Bruder gut geschmeckt. Hoffentlich euch auch jetzt hier in der Fortsetzung gut gefallen. Und dementsprechend schreibt es gerne mal rein, was die Idee von ihr haltet mit Big M Cooks, Big M Eat Cooks, Big M Cooks, wie man doch immer dann nennt auf dem Kanal. Und natürlich, ich sag mal ja, so kleine Fortsetzungen, zweite Challenges im Anschluss. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich wünsche euch liebe Grüße von mir zu Hause. Ich werde ordentlich süppeln heute und dementsprechend bis zum nächsten Video. Gerne liken, abonnieren, teilen. Ciao, ciao von mir zu Hause. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.